Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Trends-Video für 2021 und ja, wir werden heute uns die Softwaretechnik-Trends angucken, also was geschieht eigentlich in der Softwareentwicklung. Und natürlich, das überschneidet sich ein bisschen mit dem von den letzten Videos, aber es ist trotzdem unglaublich spannend und kann natürlich auch so ein kleines bisschen die Richtung sein, was wir noch alles hier auf dem Channel machen können. Und zwar wollen wir direkt mal anfangen. Also ja, ich werde nicht alles hier vorstellen können als Tutorial-Reihe, zumindest noch nicht, aber irgendwann vielleicht mal. Und ja, wir wollen natürlich anfangen mit dem ganz großen Thema Cloud. Cloud hatten wir uns letzte Woche schon angeguckt am Sonntag und ist natürlich ein ebenso gigantisches wie auch spannendes Thema, denn mit Cloud kann man seine Anwendung sehr, sehr gut skalieren lassen. Und hier ist natürlich ganz klar, immer mehr Anwendungen werden in die Cloud umgezogen. Das ist logisch und macht aus einer Unternehmensperspektive natürlich auch noch durchaus viel Sinn, weil man sich dann um viel weniger kümmern muss. Hat natürlich auch seine Nachteile, security-technisch gesehen, privacy-technisch gesehen, deswegen muss man das immer so ein bisschen abwägen, aber die Anwendungen müssen für Cloud auch entwickelt werden. Und das nennt sich Cloud-Native-Applikationen. Das ist immer mehr im Kommen. Das bezieht sich natürlich auf so Sachen wie Container, aber auch tatsächlich auf so Sachen wie DevOps, also Continuous Integration, Continuous Development. Das bedeutet, dass man eben möglichst viel von seiner Pipeline automatisieren möchte. Das heißt, die Entwickler hocken zu Hause oder vor Ort, je nachdem, wie sich es mit Corona weiterentwickelt, und programmieren was, pushen das Ganze dann auf ein Repository, zum Beispiel auf GitHub oder auf Bitbucket oder GitLab oder was auch immer, und von dort wird alles automatisiert weiterverarbeitet. Das bedeutet, wir pushen einfach da hoch und im Hintergrund läuft dann die ganze Pipeline durch. Das heißt, die Tests werden automatisch gemacht. Dann kommt die Integration, also die ganzen Tests werden quasi direkt durchgejagt. Ich kann hier nur ganz kurz umreißen, um was es geht, weil sonst könnte ich ein ganzes Video dazu machen oder eine ganze Reihe sogar. Und danach geht es natürlich weiter. Es wird auch automatisch gebaut. Das heißt, ihr habt danach sowas wie einen Container, einen Docker-Container zur Hand. Und der wird dann automatisch in die Cloud ausgeliefert sozusagen. Und dort wird dann die Applikation ausgerollt. Und schon habt ihr eine fertige Applikation, einfach nur dadurch, dass ihr instant gepusht habt. Also, dass ihr quasi bei euch zu Hause auf Push gedrückt habt. Sofern natürlich die Tests durchlaufen, das ist klar. Und das alles hat natürlich sehr viel Automatisierung zur Folge, was auch was Gutes ist in diesem Fall. Das bedeutet, man kann hier wirklich alle paar Sekunden oder Minuten einen neuen Build ausliefern, der funktional ist und neue Features eben hat. Und das ist natürlich was für ein großes Team extrem von Vorteil ist. Das heißt, da geht immer mehr hin, so der Trend. Also das Ganze nennt sich DevOps, okay? Jetzt ist natürlich das Problem, DevOps ist immer so ein bisschen, naja, nicht ganz vollständig. Bei DevOps zieht man sich aus dem Operations-Team, also aus dem Server-Administrationsteam, jemanden ins Development-Team rein. So, und naja, hier kann man natürlich das Spielchen noch ein bisschen weiterspinnen, denn es gibt immer mehr, sagen wir mal, Security-Probleme. Deswegen gibt es sowas wie DevSecOps, wo wir dann eben auch noch Security-Leute mit ins Entwicklungsteam reinziehen. Oder DevMLOps, wo man dann Machine Learning noch ins Team reinbringt und so weiter und so fort. Das ist ein gigantisches Thema und wird uns immer mehr verfolgen, denn DevOps ist nicht mehr wegzudenken eigentlich aus der Entwicklung. DevOps benutzt aber auch sehr viele Tools und gerade diese Tools entwickeln sich auch immer weiter. Und hier kommen wir zum nächsten großen Punkt, denn die Tools werden immer intelligenter. Diese Tools unterstützen Entwickler dabei, möglichst effizient zu entwickeln. Und hier sehen wir aktuell auch einen Trend. Wir sind mit unseren aktuellen Tools so ein kleines bisschen bei einer Grenze angekommen. Das heißt, wir haben super geile Entwicklungsumgebungen. Also ich glaube, niemand kann sich über seine IDE beschweren, oder? Und wir haben natürlich sowas wie GitHub, wir haben sowas wie automatisierte Tests, wir haben sowas wie automatisiertes Pushen, wir haben sowas wie automatisierte Builds in der Cloud, so rum, das S muss dahin. Und ja, das ist natürlich super geil, aber was wir noch nicht haben, sind künstliche Intelligenzen in unseren Tools drin. Und hier kommen immer mehr Tools und sagen, wir sind jetzt auf einmal smart geworden, wir unterstützen euch beim Entwickeln noch mehr. Und ja, schlagen dann zum Beispiel Sachen vor, die sinnvoll sind oder automatisieren eben effizienter oder bauen vielleicht sogar grundlegende Tests so, dass der Entwickler nur nochmal drüber gucken muss und einzelne Zeilen anpassen muss. Und das ist natürlich auch ziemlich krass. Auch gerade das Monitoring, also die Überwachung, dass nichts schief geht, dass nichts kaputt geht, ist immer mehr auf künstlichen Intelligenzen basiert. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Man muss natürlich dann die Intelligenzen überwachen. Das heißt, man überwacht quasi die Überwachung.
Also man monitort das Monitoring seiner Anwendung. Aber meistens nimmt einem so eine künstliche Intelligenz schon ordentlich Arbeit ab, was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das heißt, man kann halt mehr entwickeln bzw. leichter entwickeln. Im Endeffekt entwickeln wir uns quasi noch mehr Richtung dahin, dass man größere Teams haben kann, dass man auch ohne Probleme besser entwickeln kann, also effizienter entwickeln kann und dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger Stress hat. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in der Entwicklung seid, da ist es schon mal ordentlich möglich, dass man kurz vor Release von einer wichtigen Version ordentlich Überstunden machen muss. Und das könnte man dann natürlich wegfallen lassen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch einfach sagen, hey, wir setzen die Deadline weiter vorne hin, wenn ihr so schnell seid und dann hat man wieder die Überstunden. Kann also auch sein, dass das Ganze nicht so viel bringt. Aber alles in allem sehr, sehr gute Unterstützung hier und es geht sogar noch ein Schrittchen weiter. Und zwar, künstliche Intelligenzen wollen einen natürlich auch beim Programmieren unterstützen. Und ja, aktuell gibt es sowas, das nennt sich Low-Code oder No-Code sogar. Das bedeutet, man programmiert eigentlich gar nicht mehr seine Anwendung, man beschreibt einfach nur noch, was die Anwendung machen soll. Und ja, da ist natürlich auch KI hinten dran in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Und das wird dann auch quasi sehr stark automatisiert. Ist auch eine interessante Entwicklung, die ich gespannt verfolge. Aktuell meiner Meinung nach noch ein bisschen zu sehr in den Kinderschuhen, um darüber eine ganze Reihe zu machen. Aber zumindest erwähnen möchte ich es hier mal. Ja, und nochmal kurz zurück zu dem DevOps. Nicht nur DevOps, sondern auch DevSecOps, DevMLOps. Alles das bedeutet, wir haben alles als Code vorliegen. Das bedeutet, wir lassen nichts ohne eine eigene Programmierung zu. Und das heißt, wir können unsere Pipeline stark customizen. Also wir können quasi alles von Hand anpassen, sodass es perfekt auf unsere Bedürfnisse für die Entwicklung zugeschnitten ist. Ihr seht, es geht immer mehr in Richtung Automatisierung und das ist auch völlig normal. Das bedeutet, wir haben quasi unsere Infrastruktur, also quasi was wir als Server mieten, haben wir mittlerweile mehr oder weniger codebasiert vorhanden. Das bedeutet, wir sagen nicht von Hand, wir möchten gerne einen Server mieten, wir wollen dafür im Jahr so und so viel bezahlen, sondern wir nehmen uns tatsächlich eine API, eine Application Programmable Interface, sorry dafür, ja, das wir dann quasi ansprechen und danach wird uns instant von sich aus ein eigener Server für uns bereitgestellt. Das heißt, wir sagen nicht mehr, wir wollen das Ding buchen, sondern wir programmieren ein. Jetzt hätten wir ganz gerne einen neuen Server. So modern und so flexibel ist das Ganze eigentlich mittlerweile, wo wir wieder bei dem Cloud-Thema sind. Aber auch die Environment, die Konfiguration, die Datenpipeline, die Security, die Verschlüsselung, all das ist mittlerweile eher codebasiert und alles vollautomatisch, anstatt dass man da jetzt wirklich von Hand das Ganze optimiert. Und wie gesagt, das ist auch ein großer Bereich von DevOps, was wir natürlich definitiv hier machen werden. Zu DevOps gibt es sogar schon eine kleine Reihe von mir, die ist allerdings noch nicht öffentlich, die kommt relativ bald, denke ich jetzt mal, weil DevOps einfach so wichtig geworden ist. Cool. Wenn euch das Thema Spaß macht, also generell dieses Entwickeln und Modernisieren vom Entwickeln und ja, schnelleres und einfacheres Entwickeln, dann schreibt ihr mir das ganz gerne mal unten in die Kommandozeile rein. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich möchte unbedingt in diesem Bereich arbeiten, ich fand das gerade mega faszinierend, schaut definitiv mal bei Get in IT vorbei. Denn dort könnt ihr tatsächlich sehr gut einen Job finden. Und ja, ihr seht, es werden von Mal zu Mal, wo ich Get in IT vorstelle, mehr Jobs, die offen sind. Das heißt, eure Chancen steigen sogar nur. Ich habe schon von so vielen Leuten jetzt tatsächlich gehört, dass sie dadurch ein Jobangebot bekommen haben. Und deswegen bin ich auch immer so glücklich, wenn ich Get in IT promoten darf. Ja, was ihr machen müsst, ist im Endeffekt euch anzumelden. Und zwar hier einfach dann nach der Anmeldung auf euer Profil zu gehen und dort mal auszufüllen, was so eure Talente sind. Und wir haben schon wirklich sehr viel hier eingetragen. Wir tragen jetzt mal noch, was könnten wir noch eintragen? Software, was wird mir denn vorgeschlagen? Software as a Service. Das ist eigentlich auch ein mehr oder weniger Trendthema, was in den Cloud-Bereich passt, beziehungsweise in den DevOps-Bereich passt. So ein bisschen. Und ja, das können wir so mehr oder weniger ziemlich gut eigentlich und stellen das einfach mal solide auf eine 4 ein, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ihr das zum Beispiel mit allen Themen macht, die ihr gut könnt, hier zum Beispiel auch noch eure Sprachkenntnisse, Perspektiven etc. ausfüllt, dann habt ihr wirklich sehr gute Chancen, dass nicht ihr euch bei einer Firma bewerben müsst, sondern dass die Firma tatsächlich auf euch zukommt und euch eine Bewerbung schickt. Also quasi die Firma bewirbt sich bei euch. Und das ist was wirklich toll ist. Ihr müsst dafür auch überhaupt nichts bezahlen. Die Firmen bezahlen dafür, dass sie die Plattform verwenden dürfen. Für euch ist das komplett gratis. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich der Main-Grund, warum ich das für euch immer so gerne bewerbe, weil es einfach so super für euch ist.
Genau, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.